was du brauchst. Schieb die mal. Gerne auch noch ein bisschen vollschieben, ist nicht so wild. Ja. Enterale. Wir sind ein kleiner Verein. Wir sind momentan 4 Personen, die das primär treiben und voranbringen. Ich glaube, wir sind super schnell und flexibel. Abstimmungen geschehen oft über WhatsApp. Sobald man 3 Daumen hoch hat von 4, dann wird es einfach gemacht. Und zweitens sind wir von den Persönlichkeiten her so aufgestellt, dass wir normalerweise sehr schnell auf den Konsens kommen. Also es gibt jetzt keine kontroversen Diskussionen, es gibt keinen Streit, es gibt keine Befindlichkeiten in der Art und Weise. Wir wollen einfach nur helfen, sind 4 Personen, entscheiden und agieren sehr schnell. Gegründet wurde der Verein, ich glaube, 3 Wochen nach Kriegsbeginn und waren dementsprechend schon in der ersten Stunde, kann man fast sagen, schon aktiv und dabei haben direkt die ersten Busse geschickt und Flüchtlinge von der Grenze abgeholt. Und wenn das Schicksal von knapp 50 Menschen jede Woche in deiner Hand ist, wenn es 2 Busse sind, sind es 100. Wenn dabei nichts schiefgehen darf, das ist natürlich ein Riesendruck. Und das war eine unglaublich emotionale Zeit. Und oftmals hatten wir noch keinen Plan, wie das funktionieren soll. Also wir hatten am Anfang keine Infrastruktur, wir hatten nicht die Liste an Gastgebern, auf die wir jederzeit hätten zurückgreifen können. Das heißt, wir mussten eigentlich für jeden Bus und für jede Flüchtlingsfamilie mussten einen Plan machen, wie holen wir die raus, wie bringen wir die unter. Und haben damit dann immer gegen die Zeit gearbeitet, weil wenn eine Familie erstmal auf der Flucht ist und unterwegs ist und wir einen Treffpunkt ausgemacht haben, wann sie wohin kommen, damit wir sie abholen, dann weißt du, die sind jetzt mit Sack und Pack, mit einem Koffer und 2 kleinen Kinderrucksäcken unterwegs, sind in 3 Tagen an einem bestimmten Ort und dann müssen sie abgeholt werden von uns und dann müssen wir sie unterbringen. Also 3 Tage Zeit, um einen Plan zu machen. Und das war sehr emotional. Und im Laufe der Zeit sind wir aber über eine Person gestolpert und der Kontakt ist ganz zufällig entstanden. Über die französische Botschaft wurde uns ein Flüchtlingscamp empfohlen, wo wir doch bitte unsere Busse hinschicken sollen, weil dort die Not groß sei. Und sie hatten von uns gehört, sie wussten, wir haben Kapazitäten. Dann sagten, kommt in dem Camp, meldet euch bitte, da holt ihr Flüchtlinge ab. Und wir nahmen dann telefonischen Kontakt auf und wurden an einen Deutschen verwiesen, der in diesem Flüchtlingscamp gerade arbeitet. Sein Name war Sven. Und mit dem telefonierten wir am Anfang primär über logistische Themen, wie viele Busse, wie viele Flüchtlinge, wie, wo, wann. Und irgendwann spät abends oder spät nachts ging das Gespräch dann ins Persönliche kurz über, nach dem Motto, wo kommst du überhaupt her? Weil er sprach ziemlich dialektfrei. Ich so, wo kommst du überhaupt her in Deutschland? Und er sagte, ja, bei Frankfurt. Und ich so, ja, ich auch. Wo denn? Er sagte, nördlich von Frankfurt. Ich so, ja, ich auch. Wo denn? Kennst du Gießen? Fragte er. Ich so, ja, das kenne ich gut, aber wo denn da genau? Und dann meinte er in Stauffenberg. Dann sagte ich, Stauffenberg kann er nicht sein. Und im Endeffekt ist der Sven sozusagen mein Nachbar hier. Also wir sind von 500 Meter Luftlinie voneinander getrennt. Das war ein irrer Zufall. Und Sven hat sich inzwischen durch sein außerordentliches Engagement und Commitment, hat er sich in dem Verein so nach vorne gearbeitet, dass wir wirklich sagen müssen, dass er mit Abstand die meiste persönliche Leistung bringt. Also die Zeit, die er investiert, die Projekte, die er anleiert, die Partner, die er akquiriert, das hört gar nicht mehr auf. Der Sven ist das Zugpferd des Vereins geworden. Und seitdem ist er jetzt unser Vorstand vom Verein und es fühlen sich alle gut damit und es funktioniert genau wie vorher. Hat sich eigentlich nicht viel geändert. Er macht auch die Fahrten, richtig? Er macht viele Fahrten. Dieser Grenzübertritt, selbstständig, das war uns immer ein Dorn im Auge, weil das sind da, wo die ganzen Perversen rumhängen, die sagen, hey, komm zu mir, ich habe einen Job für dich oder du kannst mit mir fahren, ich helfe dir. Wenn Leute vielleicht mit Hunger, mittellos unter Umständen da ankommen, Kind, gestresst. Ich weiß noch, wie meine Schwägerin über diese Grenze gegangen ist. Es war arschkalt, die musste das letzte Stück laufen. Ne? Die Kinder haben Stress gemacht. Ich glaube, da verfällt man leicht auf diese Menschenfänger. Und das war uns immer ein Dorn im Auge. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre doch toll, wenn wir die in der Ukraine abholen würden.
Nachdem wir zu Beginn einfach nur die Not lindern wollten und Flüchtlinge aus den umkämpften Gebieten abgeholt haben und sicher bei Gastfamilien untergebracht haben, haben wir uns dann verändert und sind mit der Aufgabe, mit der Herausforderung gewachsen, haben ein Flüchtlingshostel aufgebaut in der Ukraine, in Ternopil, wo wir dann alle Binnenflüchtlinge erstmal sicher unterbringen konnten in ihrer Region, wo sie landessprachlich aufgenommen wurden, wo es Wäschekammer gab, eine Küche, Spielzeugkammer für die Kinder. Dieses Hostel musste erstmal gefunden werden, angemietet werden, wir mussten es möblieren, wir mussten es renovieren. Wir haben es so betrieben, dass auf der einen Seite ukrainische Freiwillige die Arbeit vor Ort gemacht haben, wir aber sämtliche Energiekosten zum Beispiel übernommen haben, damit dort geheizt ist, damit es dort Strom gibt, etc. pp. Dann haben wir wirklich die Sicherheit, dass nichts passiert. Ja, Sven, grüß dich. Mein Lieber, wann soll es denn losgehen heute? Also 4 Uhr ungefähr Abfahrt. In der Aufarbeitung dieser Nazi-Zeit hat man ja auch oft das gehört, dass man dann sagt, was Opa oder Papa, Mama, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Ne? Und das hat mich wirklich immer umgetrieben. Ich will später meinen Enkeln, mein Sohn kriegt es ja schon mit, was ich tue, aber ich will meinen Enkeln später nicht auf die Frage, und das wird in die Geschichtsbücher natürlich eingehen, das, was hier gerade passiert. Was hast du denn damals getan? Und dann will ich nicht sagen, ich habe zu Hause gesessen und mich über hohe Gaspreise aufgeregt, sondern ich habe, glaube ich, über alle Maßen den Arsch hochgekriegt. Und wir haben hier was ganz Tolles geschaffen, was hoffentlich so lang wie möglich funktioniert. Die A4, die fahren wir jetzt bis zum... Und in der Ukraine biegen wir nochmal ab. Aber tatsächlich ist das ein sehr einfacher Fahrweg. Die A4 eine toll ausgebaute Autobahn. Wir müssen uns noch überlegen, wir haben hier diese Einweihung des Snuselraums, da haben wir auch die Erlaubnis, alles aufzunehmen. Дуже приємно. Ой, дуже приємно. Weil als wir das erste Mal da waren, ich bin ja zufällig auch in diese Behinderteneinrichtung gestolpert. Aber dann laden wir aus und kommen rein und dann müssen wir in so eine Aula und da sitzen schon ganz viele Leute. Und dann müssen wir uns auch da hinsetzen und ich denke schon, oh, was ist jetzt hier los? Und dann haben die ungelogen, also über eine Stunde, vielleicht sogar länger, ein Programm mit uns gemacht. От перед вами стоїть Свен і його мама, і завдяки йому оця кімната сьогодні буде відкрита. Вітаємо! Und dann sind wir in diesen Raum gegangen, wo halt die Kinder bei Luftalarm rein müssen, die nicht in den Luftschutzkeller wollen, weil sie Panik kriegen, weil sie Platzangst haben, weil sie... Das ist wirklich nicht schön. Der Snuselraum, also den kann ich natürlich nur als Laie beschreiben, aber das heißt, glaube ich, eigentlich auch gar nicht Snuselraum, das heißt, glaube ich, Snuselen, das ist halt irgendwas aus dem Holländischen, zum Entspannen. Aber das ist halt so für glaube ich, Angstzustände vor allem und für autistische Kinder, für Panikattacken, dass die da ein bisschen runterkommen, dass die abgelenkt werden, dass die wirklich mal richtig entspannen und relaxen können. Da sind auch so viele Sachen mit so Schaukeln, wo man sich erst sitzt und dann langsam in eine Liegeposition gibt. Ich glaube, das ist auch so sich fallen lassen mal richtig, das können da vielleicht viele nicht. Es ist aber auch was mit Motorik und Selbsterkenntnis. Also wir haben zum Beispiel so einen Spiegelwürfel, wo man dann in den Würfel klettern kann oder reinkriechen kann. Also alles, was mit Geborgenheit zu tun hat. Ich weiß nicht, wie man das richtig beschreibt, weil ich da kein Experte bin, aber ich fand dieses Konzept, als mir das mal die Ilona erklärt hat, so geil. Und habe auch sehr viele Menschen gefunden, die das kennen. Hier aus Altersheimen, aus Kindergärten. Bei uns in Daubringen im Kindergarten gibt es tatsächlich auch so ein Ding. Und ich glaube, dass das ist unheimlich schön. Діти, увага! А зараз ви будете сюди приходити класом. So,
Trolleybusse sind auch ein absolutes Highlight. Insbesondere auf der anderen Seite. Die fallen fast auseinander. Der ist noch sehr gut. Yeah, but this is a good one, as I see. This is not as bad as the others. Julian, hast du gehört, was Sven gesagt hat? Trolleybus. Ja. Ich kenne die nur als O-Bus. Aber Ja, nee, also ich kenne sie auch als O-Busse. Ich komme aus Solingen, da gibt es O-Busse. Ja? Aber hier heißt das halt Trolleybus, deswegen. okay. Ich glaube, sie sind alle mal mitgefahren und es sind immer wechselnde Teams, die fahren, aber Sven fährt mit Abstand am meisten und ich glaube, es gibt keine Fahrt oder kaum eine Fahrt, wo er nicht persönlich mit dabei war. Mir gefällt das da lieber im Hintergrund, das zu machen eigentlich. Aber irgendwann ist das so geswitcht, ne, weil haben sich unsere Tätigkeiten haben sich geändert und dann war das, was wir machen, plötzlich priorisiert. Wo waren wir denn stehen geblieben? Beim Lernen, dass man das, was man tut, teilt, dass man davon erzählt. Genau, ich habe dann zu dem Kollegen gesagt, ich schicke dir gleich mal Angeberfotos von unserem RTW, den wir jetzt hier ausgestattet haben. Und er sagt natürlich, das sind ja keine Angeberfotos, das ist ja das Ergebnis von guter Arbeit. Aber für mich ist das schon so ein bisschen prollig manchmal, ne? Also, das zu akzeptieren, dass das, was wir da jetzt gemacht haben, auch echt gut ist. Und manchmal muss man ja auch sagen, gehört da halt auch Glück einfach dazu. Also Udo wollte einen RTW unbedingt für die Ukraine kaufen. Da habe ich ihm gesagt, wir können da gerne helfen, aber wir machen da nicht RTW kaufen und rüberfahren. Da muss schon was rein, dass man das Ding auch benutzen kann. Dann hat er einen RTW gefunden. Dann hat er aber direkt gesagt, nee, da unten kommt Öl raus und dies und jenes und überhaupt. Dann, der wohnt da in Köthen und ist dann nach Memmingen gefahren, hat sich einen Leihwagen genommen, um sich diesen hier anzugucken. Und hat mich angerufen. Ich konnte aber nicht dran gehen, weil ich in einem Meeting war. Habe nur geschrieben, ey, Udo ist wichtig. Und er sagt, nö, ist alles gut. Und ich glaube, 2 Stunden später wollte ich ihn zurückrufen und dann schreibt er in unsere Gruppe, ich habe einen RTW gefunden, ich habe schon mal eine Anzahlung gemacht. Und ich sage, ey, Udo, dafür wäre ich doch mal aus dem Meeting gegangen. Warum machst du das denn? Wir haben da noch gar nichts geprüft. Nee, der wäre Ast rein, der wäre top in Schuss und außerdem kriegen wir noch das und das und das dazu. Und der wickelt auch die ganze Zollabwicklung ab und alles und also das wäre Ast rein. Und innerlich habe ich so ein bisschen gebrodelt, weil ich bin eigentlich nicht so schnell. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ohne diese Energie von Udo und diesen Willen hätten wir auch heute noch keinen RTW. Der war bei der technischen Überprüfung, da haben alle gesagt, hier für die Laufleistung, für das vermeintliche Alter, ich meine, das war ja 2016, das ist jetzt nicht jung, aber ist jetzt auch wahrscheinlich nicht wahnsinnig alt, wäre der in Schuss. Ne? Dann, also alle, die ich bis jetzt getroffen habe, haben gesagt, da haben sie schon ganz andere Sachen gesehen. Ne? Und ich meine, du hast ja selber hinten gesehen, wir haben es tatsächlich hingekriegt, dass der so zum Einsatz fahren kann und ich glaube, besser geht's nicht. Und deshalb sage ich ja jetzt, schicke ich das jemandem, dann sind das für mich Angeberfotos. Das muss man Udo auf die Fahne schreiben. Ohne diese Power, wir werden ihn ja heute zum ersten Mal persönlich treffen, aber ohne seine Power und seine Entscheidungsfreude, wie gesagt, würden wir jetzt nicht hier drin sitzen. Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Ist Leipzig noch weit? Ich habe das noch nirgendwo gelesen auf den Schildern. Leipzig ist noch ein Stück. Leipzig liegt auch nicht auf der Strecke. Für Leipzig muss man noch mal abbiegen. Wir fahren aber nach Jena, wenn das deine Frage war. Ach so, okay. Der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben ja Angst als Trost in ihrem Angebot. Es ist schon schwer genug, ohne sie klar zu kommen. Ich komm oft nicht klar, alles andere wäre mehr als Reaktion, viel zu abgeklärt. Was ich fragen will, was schläfst du heute bei mir? Was ich eigentlich schon damit fragen will, was schläfst du heute bei mir? Oh, schönes Teil. Ich bin der Udo. Gut, super. Ja, ich bin der Dorian. Herrlich. Das Dilemma, das wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen hier. 1 Milliarde Sterne mussten explodieren. 6 am Lotto ist der
dagegen lächerlich, denn es bleibt noch Zeit für dich und mich. Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Wir haben aber auch die Erlaubnis, im Krankenhaus zu filmen. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, was wollen wir denn da filmen, was wollen wir da machen? Neben anderen medizinischen Einrichtungen in der Ukraine unterstützt Lift Ukraine auch das Krankenhaus in Ternopil. Viele der Patienten sind in dieser Zeit natürlich Soldaten. So weit ins Landesinnere schaffen es aber nur jene, die transportfähig sind oder das Schlimmste schon hinter sich haben. Wir laufen über den Hospitalcampus zum Gebäude der Inneren Medizin und müssen in den 3. Stock. Dem Gebäude ist anzusehen, dass es noch aus der Sowjetzeit stammt und dass lange Zeit kein Geld für Reparaturen da war. Doch an vielen Stellen ist jetzt frische Farbe, es wird erneuert und verbessert. Mit dem Krieg entfesselte Putin nicht nur großes Leid, sondern auch ein neues Aufbruchs- und Nationalgefühl. Wir sind mit Artem verabredet, einem jungen Arzt aus der HNO-Abteilung, der für Lift Ukraine so eine Art Ansprechpartner ist. Der hat aber noch keine Zeit, weil er noch operieren muss. Und man fragt mich, ob ich Interesse an einem anderen Interview hätte. Ich frage, ob ich mit Patienten reden kann. Soldaten möglicherweise. Man führt mich in ein Behandlungszimmer, wo ich auf Andrei treffe, der sich als Andrew vorstellt. Hello. My name is Andrew. Hello. That's very nice. So basically he is at war since the very beginning. Mit 18 Jahren, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt, trat er als Freiwilliger 2023 den Streitkräften bei. Er kommt ursprünglich aus dem ukrainischen Donbass und wurde von einer FPV-Drohne getroffen. Die Drohne verletzte ihn an der Hand und am Arm und am Trommelfell. Oh, wow. Fröhlich zeigt er mir die Aufnahme, die seinen Arm direkt nach dem Vorfall zeigt und seinen Arm jetzt nach seiner Behandlung. First, his hand was injured. Потім поранення, типу, в той час же отримав поранення вуха. Well, at the same time, his ear got injured. So actually, he got an acubare trauma. So the perforation of the ear. А уразило FPV дрон. So he actually got captured by the Russian soldiers. Oh, really? Yes, and was in Russia for how long? Як довго ви були в полоні? 2 місяці. For 2 months he was in captivation. Actually. А потім вивчився на бойових. Andrei geriet für 2 Monate in russische Kriegsgefangenschaft, wurde ausgetauscht und meldete sich gleich nach seiner Rückkehr für eine Ausbildung zum Combat Medic und medizinischen Assistenten, um den Streitkräften der Ukraine weiter zur Verfügung zu stehen. In diesem Krankenhaus wurde sein Trommelfell wiederhergestellt und es erfolgen noch Nachuntersuchungen. That's so heroic of you. Good. Thank you very much. Дуже дякую. Bye bye. Kurze Zeit später erhalte ich die Nachricht, dass ich jetzt zu Artem in den OP kann. Artem ist Spezialist für Knalltraumata und die Rekonstruktion von Trommelfellen. Er begrüßt unsere kleine Lift Ukraine-Delegation, deren Mitglieder er am Abend davor schon kennengelernt hat. Sven übergibt bestimmte Hilfsgüter, darunter spezielle Desinfektionssprays für Endoskope, die in der Ukraine schwer zu bekommen sind. Artem erzählt mir von seiner Arbeit und in welcher Situation sich das Krankenhaus derzeit befindet. We are ENT department and our department specializes of treatment of the ear, nose and throat. But during the war we have all kind of patients, all types of injuries,
starting from the injuries of the legs, arms, big wounds, amputations of the legs and arms. So we treat them, we operate them, and we would like to thank all of you for your support. It's very important for us, starting from the some kind of bandages and finishing with the suction machine, all the endoscopes, all the instruments that we're using to operate, that we're using to help all the people. I have to check when the shred is ready. And Peter wants me to pick it up then immediately that Oleg gets out the shred. He's there from 1st December. I think it's for that. But my idea was to ask her if it's a problem in June. Wir laufen schnell vor, oder? Gut. We have time, yes, yes. Am Friedhof erwartet uns ein plötzlicher Wechsel der Stimmung. In einem Meer von ukrainischen Fahnen, von denen jede für einen Toten steht, wird selbst dem Letzten klar, welche Folgen der mörderische Krieg, den Russland dem Land aufbürdet, für die Bevölkerung und die Soldaten hier schon hatte und noch immer hat. Die meisten Gesichter hier sind viel zu jung für Tote. Und doch ist die Fläche für die neuen Gräber, in denen vermutlich bald noch Jüngere liegen, schon geräumt und vorbereitet. Die Untergrenze für die Wehrpflicht liegt in der Ukraine bei 25. Wer jünger ist, ist ein Freiwilliger. Aber der Krieg und internationaler Druck zwingt die Ukrainer, auch immer jüngere Männer einzuziehen. Der persönliche Verlust, den Angehörige hier erleiden, ist offensichtlich. Den Verlust, den diese Gesellschaft aber als Ganzes erleidet, wenn Arbeiter, Lehrer, Unternehmer oder Künstler auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft im Zivilleben fehlen, können wir nur erahnen. Man hat sich viel geändert im Vergleich zu früher. Vor 15 Jahren habe ich hier die Straßenseite gewechselt. Vor 15 Jahren habe ich hier die Straßenseite gewechselt, wenn ich... Wollt ihr zuhören? Wollt ihr zuhören? Ja. Also vor 15 Jahren habe ich hier die Straßenseite gewechselt, wenn da früher hieß die Polizei hier noch Miliz, seit der Revolution. Und da hast du immer gewusst, da vorne ist eine Kontrolle, das kostet Geld. Egal ob was war oder nicht. Und heute, also seit 2014 haben die da viel so einen Generationenwechsel vollzogen. Manche sagen, ist immer noch nicht perfekt, aber ist viel besser als früher. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal angehalten worden. Das war immer absolut korrekt und absolut in Ordnung. Im Gegenteil, sogar sehr, sehr freundlich. Aber früher hatte ich ja richtig Angst vor denen. Also du warst auf dem Weg in die Ukraine. Ja. Und eigentlich wären es noch 300 Kilometer jetzt gewesen. Jetzt sind wir wo? Kurz vor Krakau. Auf einer Aber dann sind wir ja Richtung... Wir sind jetzt wieder zurück, Richtung Krakau. Was ist passiert? 130 Grad auf einmal nach der Tankstelle. Der Motor überhitzt. Und zufälligerweise habe ich in der Volontärgruppe gefragt und auf einmal standet ihr 2 Minuten später neben meinem Fenster. Die Retter in der Nacht. Wenn der kochen wurde? Ja. Dann würde der schon... Blubber. Ja. Der würde ganz blubbern, das würde man hören. Also was elektronisches. Oder Dayo, genau. Dayo? Dayo mit Y und da bin ich bei Instagram und da zeige ich immer so ein bisschen von den Fahrten, von den gefährlichen Fahrten, die sind ja wirklich gefährlich. Und ich leihe mir immer eine Weste. Nicht nachmachen, sich am besten selber was kaufen, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Das ist der Reflex. Mach mal noch kurz auf, Ja. Nochmal demonstrieren. Ich will, schadet ja nicht, wenn wir mal zweigleisig fahren mit der Hilfe morgen, ne?
Ich soll auch. Also erst aufrufen, dann singen wir. Happy Birthday To you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Udo, happy birthday to you. Und sogar mit richtigem Sound. Ja. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Was für ein verrückter Abend, oder was? Nee. Was? Andere Seite ist noch der Rettungswagen. Ah ja, das habe ich gebaut. Ey, das ist ja cool. Ey, na, herzlichen Dank. Ey, das ist wirklich cool. Ja. Vielen lieben Dank. Immer eine Erinnerung. Vielen lieben Dank. Meine Augen zu. Ja, da wollte ich Ja, ich finde den auch cool. Also endlich unser. schön. Ja, du hast mir gesagt, der ist schön und ich muss die Arbeit machen. Guck mal, und heute war dein erster Einsatz. Geliftet. Hast du uns. Der funktioniert, den kannst du abstellen, dann kommt der Runde runter. Gut, weiter geht's, oder? Also ein bisschen Mountainbike dabei, Richtung Osterzgebirge, auch ein paar Regentropfen und alles in allem eigentlich schon etwas ruhiger jetzt allerdings mal. Ne? So, aber es ist ein bisschen frisch, also in Dresden sind wir bei 8 Grad, in Suhl bei 6, in Halle 7 Grad, 10 im Norden ein bisschen mehr Sonne und es bleibt erstmal frisch bei 10 bis 16 Grad. NDR Jump im Osten zu Hause und immer deine Lieblingshits. NDR Jump am Sonntag. Guten Morgen, Sven. Mit Chris Löser. Hallo, Jens. Udo, wie war's für dich? Wie bitte? Wie war's denn für dich? Ja, kannst du dir ja vorstellen, überwältigend. Ich bin natürlich froh, dass das alles so geklappt hat. Wie schnell vor allen Dingen unser Projekt abgeschlossen wurde. Bin überwältigend von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Auch von Svens Mama. Alle sehr sympathisch, mir ans Herz gewachsen. Und auch die Menschen in der Ukraine. Also ich bin happy. Also ich danke euch auch, dass wir zusammen unterwegs waren. Lift Ukraine lebt auch von Volunteering, von viel zusammen, von jedem, wo er seinen Skill hat. Und ich glaube, alles zusammen macht das, was wir machen. Wir sind nicht so groß, vielleicht, wir sind natürlich keine UNO, kein Rotes Kreuz und auch noch, gibt noch 100 andere Organisationen. Aber ich glaube, das, was wir machen, ist qualitativ gut. Ihr durftet einen Eindruck davon kriegen. Und lasst uns weitermachen und wir geben nicht auf. Hey!